Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit dem Rückblick auf die Updates von Flive Universe der letzten paar Jahre. Wir hatten ja ein paar große Updates, die großen Content-Erweiterungen, sehr viele Patch-Notes und ich habe mir jetzt mal die Arbeit gemacht, in Anführungszeichen, und bin auch mal alles durchgegangen. Natürlich nicht im Ultra-Detail, weil das hätte Stunden gedauert, aber so mit den wirklich Highlights aus den Patches, die halt wirklich auch größere Auswirkungen haben. Also jetzt nicht nur spezifisch vielleicht eine Klasse betreffen oder wenn sie eine Klasse betreffen, dann, dass sie halt extrem trotzdem krasse Auswirkungen haben. Und halt wie gesagt, dass wir nochmal kurz alle Updates durchgehen, die es bisher gab. Einfach nur um zu sehen, was sich schon alles geändert hat, seit das Spiel released wurde. Und ja, damit fangen wir auch direkt an. Das Spiel wurde released am 18. Mai 2022, also vor 2 Jahren und fast genau 3 Monaten. Erstmal nur in Asien, Southeast Asia und 4 Wochen später dann global. Ich meine, dieser erste Launch war halt dieses Early Access Ding. Kann man heutzutage immer noch drüber streiten, ob das so klug war, das damals so zu machen. Eine normale Beta-Phase hätte es vielleicht besser getan, aber gut, kann man wie gesagt drüber streiten. Ja, jedenfalls habe ich mir wie gesagt die Patch-Notes mal so grob angeguckt und einfach bei verschiedenen Patches eben geguckt, was denn jetzt hier sich so grob geändert hat. Was halt Veränderungen sind, die wie gesagt viele Spieler, viele Leute betreffen. Und hier ist zum Beispiel eine Sache, das war relativ neu. Das wurde am Anfang auch extrem abused. Das ist jetzt auch so etwas, was einfach total in den Hintergrund rückt. Also wenn man hier so Sachen anguckt wie Reduce the Slow Debuff of Ice Arrow by 5% und solche Sachen. Alles so Kleinigkeiten. Ich meine, wie gesagt, wenn wir das alles durchgehen würden, dann würde das Video 5 Stunden dauern. Aber das hier ist etwas, was man leicht übersieht, weil das am Anfang tatsächlich heftig abused wurde. Das hier war der Patch vom 21. Juni und hier steht jetzt, Monster 16 Level über einem geben weder XP noch Drops. Das heißt, die höchsten Monster, die man im Spiel hunten kann, dürfen maximal 15 Level über einem sein, sonst droppt man nichts mehr. Das wurde damals relativ früh eingeführt, 1 Monat nach Release. Und warum das eingeführt wurde, war einfach deswegen, weil manche Leute Wege gefunden haben, wie sie Monster töten konnten, die viel zu hoch waren. So ähnlich wie früher mit Winfield bei Mammuts in Flive PC. Da hat man zum Beispiel Winfield und Ice Arrow aufeinander gestackt. Die Monster hatten dann 0% Bewegungsgeschwindigkeit, konnten sich also nicht mehr bewegen. Das heißt, man hat einfach eine Menge an Monstern gesammelt, sich irgendwo hingestellt, die auf 0% Geschwindigkeit reduziert und dann einfach gekillt. Und so konnten manche Leute innerhalb von kürzester Zeit Level 100 plus erreichen. Und das haben auch sehr viele Leute leider gemacht. Das haben sehr viele Leute abused am Anfang. Auch das sind solche Sachen, die tun halt irgendwie immer noch weh, so wenn man drüber nachdenkt, weil es halt so unnötig ist und hätte man vielleicht mit weiteren Beta-Tests und so vorher noch lösen können. Aber war auf jeden Fall eine wichtige Änderung, kam aber leider schon sehr spät. Also da waren viele Leute schon längst auf einem extrem hohen Level, dass sie ohne diesen Bug-Abuse niemals erreicht hätten. Oder was heißt Bug-Abuse, aber naja, ganz so gewollt war das wohl nicht. Dann der nächste Patch am 5. Juli hat tatsächlich für eine große Quit-Welle gesorgt, oder zumindest dafür gesorgt, dass viele Leute ihren Main-Character geändert haben. Also wie schon gesagt, die ersten Patch-Notes, die waren immer geistesgestört lange. Das würde 100 Jahre dauern, wenn wir da alles durchgehen. Das, was am meisten Impact hatte, war wohl das hier. Der Monster Focus Timer. The time they chase you without landing a hit is now based on the number of monsters focusing the same player. Das heißt basically einfach nur, das war der HNR-Nerf damals. Und das Ganze funktioniert im Endeffekt so. Für 4 Monster, genau, kleiner als 4. Für 3 Monster hast du 3 Minuten. Also du kannst 3 Minuten lang vor einem Monster weglaufen, ohne dass du dem Monster Schaden machst, ohne dass das Monster dir Schaden macht, ohne dass die Monster weglaufen. Das gilt aber, by the way, nicht für alle Monster. Es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel in der Dekans Mine, so Quest-Monster, bei denen ist das irgendwie anders. Oder auch bei Event-Dungeons, habt ihr bestimmt schon mal gemerkt, da stimmen diese Timer irgendwie nicht so ganz, da sind die irgendwie anders. Aber für die regulären Monster in der Open World sollte das in der Regel stimmen. Und ja, ihr seht's dann 80 für 4 bis 6 Monster, 80 Sekunden, 50 Sekunden für 8 bis 12. Und, oder ich weiß nicht, ob das kleiner gleich heißt. Eigentlich müsste es kleiner gleich heißen, aber ein bisschen komisch, verwirrend geschrieben. Auf jeden Fall, das Wichtigste ist 28 Sekunden ab 14 Monster. Und das ist halt das, was Hit-and-Run-Spieler meistens hatten. Also als Hit-and-Run-Spieler hattest du meistens mehr als 14 Monster. Viel mehr sogar am Anfang, als es noch keine Timer gab. Da konnte man literally 50, 60 einfach alle Monster nehmen. Und das war natürlich auch ein großes Problem, wenn da ein Elementor oder ein Ranger rumgelaufen ist oder ein Psy mit Hit and Run und einfach alle Monster genommen hat, dann konnten halt andere Leute legit nicht mehr leveln.
Und abgesehen davon war das halt auch wirklich viel zu stark. Man hat so krass schnell gelevelt, es war einfach geistesgestört. Also ich war damals noch Ranger, der sowieso ein schlechteres Hit-and-Run hat als zum Beispiel Elementor. Und die Elementoren, es war dreckig. Also es war richtig dreckig. Und eigentlich war es schon gut, dass sie es hinzugefügt haben. Es ist schon nervig, muss man natürlich sagen. Diese 28 Sekunden, es ist nicht viel Zeit. Also man muss schon richtig spielen oder ein halbwegs gutes Equipment haben, sonst funktioniert es nicht so gut. Aber es geht schon. Also ich finde, damals haben schon einige Leute überdramatisiert, das, obwohl ich damals Ranger war, wo es wirklich schwieriger war. Aber das hat, wie gesagt, damals für eine große Quitterwelle gesorgt oder zumindest, wie gesagt, dafür, dass die Leute ihren Main-Character geändert haben. Und selbst bis dieses Jahr kommen teilweise noch Leute in den Stream und fragen, also ich glaube, literally dieses Jahr wurde es echt immer noch gefragt, wurde der HNR-Nerf wieder zurückgenommen? Also einfach freaking 2 Jahre später fragen die Leute immer noch, ob das geändert wurde, weil dann würden sie wieder spielen, so ungefähr. Also es ist richtig krass, was das für Auswirkungen damals hatte. Und auch hier in so einem riesigen Patch geht das eigentlich total unter, aber hatte extrem heftige Auswirkungen. Ja, dann das nächste ist jetzt so eine eher Kleinigkeit, die man aber, naja, vielleicht doch eigentlich auch als großen Impact sehen kann. Dass Shop-Namen schwarz werden, wenn man den Shop das erste Mal besucht hat. Fand ich damals noch nicht so wichtig. Seit FEC-Server und so weiter und so fort ist es doch schon echt hilfreich, wenn man mal Shops durchguckt, dass es ein cooles Feature ist. Das Einzige, was mich immer noch stört, ist, dass es halt dunkelblau und schwarze Shop-Namen gibt. Und ich finde halt dunkelblau und schwarz ähnelt sich schon, also es ist beides so recht dunkel. Und wenn du so in der, ihr kennt das ja, wenn man so 50.000 Shops vor sich hat, FEC zum Beispiel, und einfach alles ist weiß und dunkelblau und schwarz. Also es ist manchmal echt schwer zu sagen, oder beziehungsweise so schwer ist es jetzt auch nicht, aber keine Ahnung, ich finde irgendwie dieses dunkelblau könnte man auch einfach entfernen. Also grüne und rote Shop-Namen, klar, die unterscheiden sich maßgeblich von den schwarzen, aber die dunkelblauen, ja, das ist einfach zu ähnlich. Ich finde, die dunkelblauen sollte man irgendwie ändern. Entweder in hellblau oder einfach eine andere Farbe, gelb oder so, damit es noch ein bisschen besser raussticht. Aber an sich eine coole Änderung. Ja, und dann kam auch schon das große Content-Update am 22. August 2022, heißt das Datum. Und zwar das Summer Update, aka das Asria-Update. 1,5 mal größer als das Original Asria. Darunter kann sich halt kein Mensch irgendwas vorstellen. Aber ja, das war das Asria-Update zusammen mit dem Volcano Dungeon. Das heißt, da kamen im Endeffekt 135er Sets, Levelerweiterung auf 140, Bloody-Waffen, 120er Sets, Bloody Obsidian-Waffen, Pets kamen. Wie ihr seht, das ganze neue Pet-System mit dem Harvesting Glove, den Pet Candies, dem Rerollen, den neuen Effekten, den neuen Pets, Pet Grace. Genau, neues Equipment haben wir schon. Gut, Guild Siege, who the fuck cares? Und ja, das müsste ja hier schon gewesen sein, genau. Also ja, war eigentlich ein ziemlich cooles Update. Notwendiges Update, weil bevor das Update rauskam, war wirklich so eine absolute, sag ich mal, luftleere Blase. Also es gab halt nur bis Darkon 3 den Content, die höchsten Monster waren 116 im Spiel. Es gab literally nur Giants AEG-Waffen zu farmen, also es gab einfach nichts zu farmen. Clockworks, Meteo und Giants, und das war echt wenig. Und Meteo hatte ja damals noch diesen, also das Problem, dass man sich anstellen musste. Man konnte nur einmal Clockworks pro Channel starten, was auch so hirnrissig war, dass es das jemals gab. Da könnte ich mich heute noch drüber aufregen, wie viel Zeit ich damit meine Lebenszeit verschwendet habe, nur um Clockworks machen zu können. Geistesgestört. Und ja, auf jeden Fall ein gutes und notwendiges Update. Ja, und hier ist 8. September 2022, schon ganz schöner Sprung, fast einen Monat in die Zukunft, Patch 1.1.1. Hier habe ich den Skill Call of Fury hervorgehoben, weil der schon relativ großen Impact hatte. Mittlerweile nicht mehr so sehr, mittlerweile tankt man ja mit jeder Klasse, aber als der Skill neu kam und als die ersten Dungeons dann kamen, wurde schon viel mit Knight getankt, also ist schon die Tank-Klasse auf jeden Fall. Mittlerweile vielleicht wie gesagt nicht mehr so sehr, aber von dem Skills her, von dem Skillset her und Call of Fury ist immer noch die einzige Klasse, die diesen Skill an sich hat und generell so ein nice Skillset für einen Tank hat. Und deswegen ist es immer noch, finde ich, eine Änderung, die auch auf jeden Fall dem Knight grundsätzlich gut getan hat, um noch ein bisschen relevanter zu werden, weil bei 1v1 und AOE ist er ja leider nicht der relevanteste. Dann hier Increase the Speed of Yo-Yo Auto Attacks. Das habe ich tatsächlich in meinem letzten Video mit dem Attack Speed tatsächlich übersehen gehabt. Bin mir gar nicht sicher, habe ich schon die Kommentare gepostet? Ich hoffe schon. Ja, also das Jojo wurde tatsächlich auch schneller gemacht, das habe ich tatsächlich übersehen. Jemand meinte, dass das schon zum Start von Flive Universe geändert wurde. Ich war mir 1000% sicher, dass das nicht der Fall war.
Und es ist auch so, also September 22, schon wieder 22, 22. September 2022 wurde erst das Jojo schneller gemacht und später dann noch der Bow vom Ranger. Ich konnte mich nur an Bow erinnern, weil ich Jojo Jester halt nie gespielt habe, deswegen habe ich das ehrlich gesagt, also ich habe das safe damals gelesen, aber ich habe es einfach vergessen, weil es mich halt persönlich nicht so interessiert hat. Und ja, ich finde aber lustig, dass sie hier die Begründung gemacht haben, quasi bei Jojo Jester keine AOE-Fähigkeiten hat und keine andere Möglichkeit zu leveln als 1v1, deswegen machen wir ihn schneller. Dann hier haben sie zusätzlich noch das STR-Scaling erhöht vom Jojo. Und das Lustige ist, Jojo Jester ist immer noch einer der schlechtesten Damage-Dealer im Spiel. Also er wurde schon mal gebufft, sowohl was sein Attack-Speed angeht, als auch sein Scaling. Und er ist einfach immer noch kacke. Und das ist einfach hilarious. Also das ist einfach crazy. Sie könnten halt das gleiche nochmal machen. Und er wäre immer noch wesentlich schlechter als Blade, BP und Knight wahrscheinlich. Also es ist pretty funny. Genau. Dann noch eine riesige Änderung, die viele Leute betroffen hat. 1v1 Disadvantage towards AoE. Hier wurde es lange Zeit angeklagt, dass ja 1v1-Spieler es so schwer hätten im Vergleich zu AoE-Spielern. Und dass sie halt irgendwie eine Art Vorteil oder einen Ausgleich dafür haben wollen, dass sie halt diesen Nachteil haben. Langsamer leveln, pipapo. Und dann wurde eben dieser 1v1-Buff hinzugefügt. Und zwar ist es grundsätzlich so, the experience and drop rate increases currently 20% for monsters level 30 and increases gradually to reach 35 for monsters level 120+. Das ist quasi der alte 1v1-Buff. Der zweite kommt dann in einem späteren Patch noch. Ich wollte es nur nicht vorziehen. Heißt im Endeffekt, alle Monster ab Level 30 tatsächlich. Ich dachte mal Level 60. Ich habe das auch schon ewig nicht mehr angeguckt. Aber ich bin ja auch kein 1v1-Spieler. Eigentlich müssten es ja die 1v1-Spieler wissen. Genau. Auf jeden Fall ab Level 30 hat man so einen kleinen Vorteil quasi als 1v1-Spieler pro getötetem Monster. Dafür muss man 80% des Schadens durch 1v1 gemacht haben. Single-Target-Attacks oder Skills. Und dann hat man eben diesen Buff. Also den gab es auch schon vor New Horizon. Da war er halt nur noch nicht so prominent, weil er maximal 35% betragen hat. Also hier steht 35% für Monster Level 120+. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Auge und Mammut der gleiche Buff ist. Könnte es sein. Aber wie gesagt, spielt es ja eigentlich auch keine so riesige Rolle. Dann kam schon Reborn, 13. März 2023. Auch ein Riesen-Update, das uns dieses neue Reborn, oder ich sage es zumindest immer so, Reborn Dungeon-System introduced hat. Damals noch keine Story-Dungeons, die wurden erst danach hinzugefügt. Mit den verschiedenen Schwierigkeiten für verschiedene Levelbereiche. Mit diesen Curses, um Droprate, XP oder whatever zu erhöhen. Genau, das war eigentlich so der große Brocken da. Mehr war es eigentlich tatsächlich auch schon fast nicht. Da wurde jetzt hier halt über die Dungeons viel geredet, über die Curses, wie man reinkommt, die Pet Cages, Dungeon-System, neue Quests natürlich, keine Frage. Die Waffensockel wurden hinzugefügt mit den Karten, was die quasi auch komplett neu hinzugefügt haben und die Werte geändert haben, die wir von Fly PC kannten. Da gab es ja auch neue Karten dann mit Fawn Card zum Beispiel und so. Gut, PK-Rework mit PK-Chips ist relativ uninteressant. Secret Room und Forsaken Tower wurde hinzugefügt. Forsaken Tower, wahrscheinlich eines der besten Updates aller Zeiten, vor allem für Free-to-Play-Spieler. Ain't gonna lie. Ich mache jeden Tag für mindestens eine halbe Stunde Tower Dailies seit literally über einem Jahr, 1,5 Jahren. Ja, ist schon nicht schlecht. Master Quests wurden hinzugefügt, damals noch keine Hero Quests, die wurden ja dann erst später hinzugefügt. Multistat-Page mit dem Battle Pass kam da anscheinend auch, okay, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Upgrade Pity wurde hinzugefügt, das wurde auch am Anfang heftig kritisiert. Boss Drops, dass sie nicht mehr an einen Spieler, also dass nicht ein Spieler einfach alle Boss Drops aufheben kann, sondern dass man da jetzt eben diese Abstimmungen immer hat und dann die Rolls zufällig sind, dass man Karten entfernen kann. Die Boss Monster Drops, okay. Gut, ist ja klar, ist einfach was mit den Dungeons. Dann die Mechaniken, das sind auch die ganzen Dungeons letztendlich. Die ganzen Boss-Monster-Dungeon-Mechaniken und so. Dann die neuen Skills. Die Level 100er Skills wurden hier hinzugefügt. Running Entry, Barrier of Life. Ich weiß gar nicht, was ist eigentlich der beste Skill? Gute Frage, ne? Ich glaube, ich habe damals gesagt Gravity Well, würde ich glaube ich immer noch so unterschreiben. Eye of the Storm ist komplett verbuggt, der Skill ist so nutzlos, ey, ganz ehrlich, ich hasse den Skill. Der funktioniert in 9 von 10 Fällen einfach nicht richtig, weil sich Monster einfach zu dir teleportieren und einfach den Skill komplett auflösen. Richtig geil. Boom Burst ist ziemlich gut, Jessus Blast ist Trash, Zuri's Tenacity ist Trash.
Barrier of Life und Reigning Entry sind noch gut. Heart of Sacrifice ist, glaube ich, auch nicht schlecht, aber ich habe ehrlich gesagt noch nie jemanden gesehen, der es wirklich effektiv benutzt hat. Genau, neue Wasserqualität wurde hinzugefügt. Das ist tatsächlich auch ziemlich cool. Es sieht schon richtig geil aus, das Wasser, muss man sagen. Und das war's dann aber, glaube ich, tatsächlich auch. Genau, da gab es noch hier die Balancing- und General-Änderungen. Genau, also war ein ziemlich großes Update tatsächlich. Dungeons halt, wie gesagt, war recht schlicht. Also ich meine, wurde halt einfach ein neues Dungeon-System hinzugefügt und das war's im Endeffekt. Also, ja, also die Dungeons sind halt von Anfang an so gewesen, dass sie halt nicht alle relevant sind, muss man einfach sagen. Was immer noch ein bisschen schade ist, aber ja, ist halt so. Dann haben wir ein neues, seelengebundenes Umwandlungssystem bekommen, dass man jetzt Power-Ups grundsätzlich alle umwandeln kann in seelengebundene, damit sie alle miteinander stacken. Funktioniert, muss ich aber sagen, tatsächlich nicht 100%, weil auf FEC habe ich das jetzt tatsächlich zum ersten Mal ausprobieren wollen. Und ich habe auf FEC trotzdem noch immer 2 unterschiedliche Arten von seelengebundenen Items, die trotzdem nicht miteinander stacken, obwohl sie beide seelengebunden sind. Also, not sure, warum das so ist, aber gut. Auf jeden Fall, ja, kein schlechtes System. Viele haben es extrem gefeiert. Ich persönlich mit so vielen Charakteren, die ich habe, finde es trotzdem irgendwie nervig, weil du musst halt jedes Mal, wenn du deinen Battle Pass abholst, oder bei jedem Event, musst du immer jedes Item dir erst holen und dann musst du es nochmal seelengebunden umwandeln, damit es erst stackt. Und wie gesagt, bei sehr vielen Charakteren ist das schon ganz schön umständlich. Also ich mag das trotzdem grundsätzlich eher, wenn man einfach die Sachen direkt ins Inventar bekommt und die halt nicht stacken, verbraucht man dann einfach als erstes oder schneller. Aber für viele Leute war das wohl fast schon ein Game-Changer-Update. Dann Story Dungeons wurden hinzugefügt, damit man die Quests leichter abschließen kann. Story Dungeons sind quasi Ultra-Baby-Super einfach Modi. Man kriegt tatsächlich XP, aber keine Drops. Und ja, ist im Endeffekt einfach dafür gedacht, dass man halt schnell die Quest abschließt und da einfach schnell durchmarschiert quasi. Und die Checkpoints, Dungeon-Checkpoints mit den Teleportern wurden auch hinzugefügt, was echt geil ist, weil damit gehen die Quests auch nochmal viel schneller. Und falls man disconnected oder stirbt oder so, kann man sich leichter wieder der Gruppe anschließen. Dann die nächste Änderung, auch richtig heftig, Increase the In-Time Scaling of Spiritual Fortune und Product. Wann war das? 6. Juli 2023. Das heißt, das erste Jahr Flive Universe haben wir gespielt, wo SF und Protect wesentlich kürzer nur gehalten haben als die anderen Buffs. Und das war so freaking nervig, weil du musstest einfach immer nach, keine Ahnung, 8 Minuten dich rebuffen oder zumindest dran denken, SF und Protect. Bei allen anderen Buffs gingen 12 Minuten und dann SF und Protect nur 8 Minuten. Und jeder hat sich nur gefragt, warum? Also ich meine, wenn es 8 Minuten geht, dann kannst du auch gleich 12 Minuten gehen. Und das hat ein Jahr gedauert, bis diese Änderung in Kraft getreten ist. Auch crazy. Dann Fastwalker ist jetzt sehr klassenspezifisch, ich weiß. Aber das war auch wirklich so eine... Ja, wobei, es ist nicht ganz klassenspezifisch. Es ist Ranger und Jester. Damit betrifft es auf jeden Fall schon mal 2 Klassen und damit in größeren Teilen eine kleine Allgemeinheit. Auf jeden Fall war es so, dass sie aus irgendeinem Grund Fastwalker genervt hatten. Und dann haben sie es eigentlich relativ schnell wieder behoben. Aber dieses, in Anführungszeichen, behoben hat nicht funktioniert. Und dann musste man einfach irgendwie einen Monat noch mit dem schlechten Fastwalker spielen. Und erst dann hat es wieder funktioniert. Also sie haben quasi gesagt, sie haben es behoben, aber haben sie gar nicht. Also es ist crazy gewesen, auch richtig, richtig verrückt. Dann New Horizon Expansion. Das war quasi das letzte Update, das neueste Update, das uns den neuesten Dungeon und das neueste Open-World-Gebiet und die neueste Levelerweiterung beschert hat. Levelerweiterung ist jetzt Level 160. Das ist die neue Map, Coral Island, redesigned von Flive PC Coral Island. Natürlich gibt es neue Quests und so weiter und so weiter. Der neue Dungeon, Tramnook, aka The Wilds. Ja gut, neuen Loot ist ja eh klar, aber so detailliert wollen wir das jetzt nicht nochmal durchgehen. Neues Equipment, 150er PvE-Sets, 150er Wild-Sets, Coral Island-Waffen, aka Hernes-Waffen, Luzakas Crystal-Waffen, Luzakas-Waffen. Genau. Dann die neuen Equipment-Sets mit den neuen Set-Effekten. Die meisten davon sind echt irrelevant, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, kaum jemand redet über diese Set-Effekte. Viele tragen, oder AOE-Klassen tragen ja meistens auch tatsächlich das andere Set, wo man diesen Set-Effekt gar nicht hat. Ja, also bei diesen Set-Effekten haben sie sich irgendwie so ein bisschen
wie soll man sagen, so ein bisschen vergriffen. Also sie haben irgendwie probiert, es nicht zu stark zu machen, aber dadurch, dass sie es nicht zu stark gemacht haben, haben sie irgendwie auch dafür gesorgt, dass sie einfach nicht wirklich relevant sind, habe ich das Gefühl. Aber naja, also ich meine, kommt jetzt natürlich auf die Klasse an und auf den Spielstil, aber hätte wahrscheinlich schon krasser sein können. Genau, das mit diesen Stat-Ranges ist neu, dass man jetzt quasi nicht mehr feste Werte hat, sondern dass man diese RNG-Werte hat, wo man erstmal Glück haben muss, dass der, also bei den Werten jetzt nicht, aber bei den Bonuswerten, dass der richtige Wert kommt und dann auch noch die richtige Höhe des Wertes, dass man da reinlacken kann. Genau, Ultimate-Waffen in dem Zuge. Da Ultimate-Schmuck, genau, habe ich fast vergessen. Ultimate-Schmuck gibt es jetzt. Dann Rainbow Race, gut, das bin ich heute noch der Meinung, dass das jetzt nicht so notwendig war. Die Hero Quest, wo man sich die gratis zweite Stat-Page verdienen kann, kam neu. Was ja ewig angekündigt wurde und dann aber nochmal mit 5 zusätzlichen Leveln leider verknüpft war. Equipment Switch, grundsätzlich ein cooles Feature. Ich muss ehrlich zugeben, ich benutze es einfach überhaupt nicht, weil alle meine Charakter, die ich spiele, haben nur einen Spielstil eigentlich, aber es ist ein super cooles Feature, wenn man es benutzen kann. Einzige, was ein bisschen schade ist, dass es nur 2 Presets gibt, aber gut, vielleicht ändert sich das irgendwann in der Zukunft noch. Dann neue Cosmetics beim Green Chip Vendor. Neue Mechanics, neue Dungeon Mechanics, gut, die sind jetzt auch nicht so interessant. Graphics Engine mit dem Light-Effekt, genau. Water Improvements mit diesem Welleneffekt. Und das war's dann eigentlich auch schon wieder. Dann hier die angesprochene Änderung des 1v1 XP und Drops Buffs. Das kam tatsächlich erst im nächsten Patch, nicht direkt bei New Horizon. Erst 2 Wochen später. Und zwar hier 35% war es bisher. Und ab 141er Monstern ist der Buff 90% statt 35%. Also 140er Monster haben quasi 35%, deswegen sind Small Arthrogs auch so exorbitant kacke. Und 102 auf Level 160. Hier ist es jetzt definiert, 102 ist wirklich auf 160. Was eigentlich keinen Sinn ergibt, weil es gibt keine Monster auf 160, ne? Also normale Monster sind die höchsten 159 tatsächlich, aber gut. Das eine Prozent oder was auch immer ist dann auch schon egal, würde ich sagen. Genau. Dann, was haben wir hier noch? Waterbomb now processes with Merkaba. Gut, das ist klassenspezifisch, aber war auch ein Riesenthema, dass Waterbomb am Anfang mit Merkaba nicht richtig funktioniert hat. Dann Monster Drop Changes. Hier wurden die Dropraten von Coral Island Giant Waffen, von Lusaka Waffen, von 150er 1v1 Sets und so weiter erhöht. Hat uns Hoffnung gegeben, dass das ganze Zeug dadurch deutlich günstiger werden würde. Also man sieht jetzt gerade auf dem FEC-Server und immer noch auf Bodeng, dass das nicht wirklich funktioniert hat. Also diese Änderung kam am 18. Januar, also vor 7 Monaten. Und vor allem die Waffen, also die Sets nicht unbedingt, aber die Waffen sind immer noch schweineteuer, sowohl auf Bodeng als auch auf FEC. Teilweise mag das vielleicht auch daran liegen, dass da hier illegale Preisabsprachen stattfinden und manche Leute es einfach gatekeepen. Also dass sie die Waffen grundsätzlich haben und sie verkaufen sie einfach nur nicht unter einem gewissen Preis und das macht dann halt eine ganze Gilde oder so und damit beeinflusst man halt auch irgendwo den Markt negativ. Mag schon sein, aber ganz ehrlich, wenn einfach sehr viel mehr droppen würde, dann würde sowas gar nicht funktionieren. Die Tatsache, dass sowas funktioniert, heißt, es wird immer noch viel zu wenig gedroppt einfach. Gut, auf Bodeng ist momentan nicht so viel los, muss man zugeben. Da kann sich im Preis nicht so viel ändern, wenn nur eine Handvoll Leute farmt. Aber auf FEC ist es auch crazy. Ich meine, auf FEC haben wir die Doppeldrop grundsätzlich, die Penya Flask, beziehungsweise die F-Coin Flask und damals noch die Erhöhung. Und trotzdem gibt es nicht mal ansatzweise genug Waffen. Und die meisten Waffen sind immer noch schweineteuer und kosten umgerechnet in F-Coin weit über ein paar hundert Euro. Und manche Waffen sogar noch knapp 1000. Und das ist einfach nur geistesgestört. Also crazy. Sehr schade, dass das so ist. Genau, dann noch ein Set-Effekt, der jetzt nur eine Klasse betrifft. Changed Arcane Insight to trigger per Skill instead of per Monster Attack. Wann wurde das eigentlich geändert? 1. Februar. Damn. Das war auch richtig crazy. Arcane Insight ist vom Elementor, kann den Cooldown eines Skills resetten. Und es war halt quasi, ich meine, man sieht es ja selber. Pro Skill bedeutet, du machst einen Skill und hast eine whatever 5% Chance, dass dein Cooldown resettet wird. Also ziemlich unwahrscheinlich, dass es passiert. Also im Schnitt bei jedem 20. Mal oder so. Und wenn du aber jedes Monster triffst mit einer 5% Chance und du greifst 30 Monster an, dann hast du 30 mal eine 5% Chance. Das heißt, es wird nahezu jedes Mal funktionieren, dass der Skill resettet wird. Und wow, plötzlich ist der Skill geistesgestört stark. Also kein Wunder, dass sie das geändert haben. Natürlich schade aus der Sicht eines Elementors, aber natürlich absolut verständlich, weil es war viel zu broken. Genau, dann New Horizon Expansion. Da habe ich damals auch komisch geguckt, das gab's doch schon.
Aber sie haben quasi Personal Housing und Guild Housing und Guild Artifact Battle und das ganze Zeug, was alles dazugehört, hinzugefügt. Und zusätzlich noch Kaigas Assault und das Ganze halt verpackt als New Horizon Teil 2 aus irgendeinem Grund. Ich weiß bis heute nicht so ganz, warum sie das so gemacht haben. Aber ja, zählt wohl offiziell noch als New Horizon Expansion. Und ja, Kaigas Assault ist ganz cool. Leider halt sehr verbesserungswürdig und es wurden bisher wirklich nur ganz, ganz wenige Verbesserungen hinzugefügt. Also wie wir es gerade schon gesehen haben, das Update ist jetzt auch schon 15. Februar, also fast 6 Monate her. Und wirklich so Basic-Sachen wie einfach die Teamnamen entfernen, weil sie viel zu viel Platz wegnehmen und lauter solche Kleinigkeiten. Das könnte ich ein x-beliebiges Kaigas Assault-Video von mir angucken und ihr werdet hören, wovon ich da rede. Ja, und die meisten Sachen wurden noch nicht umgesetzt, obwohl sie wahrscheinlich 5 Minuten dauern würden, muss man ganz ehrlich sagen. Ist sehr schade, weil ich denke, der Modus hat wirklich Potenzial, wenn man da noch ein paar Verbesserungen, ein paar Feinschliffe vornehmen würde. Also auch halt für PvE-Spieler. Ja, aber leider passiert da momentan nicht so viel. Genau. Dann eine Änderung, die mich persönlich immer noch sehr wütend macht. Also ich kann immer noch nicht richtig Elementor spielen wieder, ohne daran denken zu müssen. It is now possible to cancel the casting of Running Entry Blink Pool Gravity Well by pressing the skill again. Ja, warum das einfach nervig ist, weil man sich halt leider angewöhnt hat über 2 Jahre, dass Flyve halt nicht immer so gut reagiert und halt oft auch gar nicht oder Portbugs und was auch immer. Und ich persönlich habe mir es einfach angewöhnt, ja. Ich meine, man könnte auch sagen, es ist eine Bad Habit oder eine schlechte Angewohnheit halt. Aber es gibt einem auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit, weil es war halt einfach so, ich meine, im Levelfluss, ja, da drückst du halt so viele Tasten. Und um wirklich sicher zu gehen, und Blink Pool, Raining Entry, Gravity Well sind ja wirklich Tasten, die sind überlebenswichtig. Wenn die nicht im richtigen Moment kommen, bist du tot, in der Regel. Und das heißt, das sind wirklich Tasten, ja, da hämmer ich lieber 5-mal auf die Taste, um 100% sicher zu gehen, dass jetzt auch wirklich Blink Pool kommt und nicht aus Versehen noch ein Skill, den ich davor gedrückt habe oder so, sondern ich will jetzt Blink Pool, bam, 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 bam. Und so hat man sich, oder habe ich mir das angewöhnt und einige andere Leute auch. Und jetzt ist halt so, wenn du 5-mal Blink Pool drückst, dann machst du Blink Pool, brichst es ab. Blink Pool, brichst es ab und erst beim 5. Drücken oder erst wenn der Mausklick zeitgleich mit dem Drücken kommt sozusagen, kommt dann Blink Pool. Und das hat mich erstens schon etliche Male das Leben gekostet, vor allem, dass es die Änderung neu war. Ich meine, mittlerweile hat man sich auch wieder ein bisschen dran gewöhnt. Aber ja, ich finde es schrecklich, dass man so eine Änderung einfach reinknallt. Also sowas, finde ich, sollte schon möglich sein, dass man es deaktivieren und aktivieren kann. Auch das ist bis heute nicht passiert und leider haben es viele Leute, die diese Änderung mit offenen Armen empfangen. Deswegen Leute, die diese Änderung nicht cool fanden, so wie ich, werden wahrscheinlich für immer damit leben müssen, dass es jetzt einfach so ist und dass es da keine Möglichkeit geben wird, es aktivieren oder zu deaktivieren. Finde ich auf jeden Fall sehr schade, weil es halt schon echt einschneidend ist in den Spielstil von Magiern. Und die letzte Änderung, die relevanteste Änderung vom 1. August 2024, it is now possible to hold down Taskbar Keys and Skill Combo Shortcuts. Also man kann Tasten durchdrücken, was mehr als 2 Jahre lang seit Beginn von Flyve Universe nicht möglich war und sich viele Leute aber wirklich extrem gewünscht hatten. Und ja, das war's. Das war 2 Jahre Rückblick auf Flyve Universe, auf die Updates und Patch Notes. Ihr seht schon, dieses Video ist relativ lang geworden und ich habe 95% nicht erwähnt. Ja, also extrem viele kleine und sehr viele Balancing-Änderungen, die sehr extrem klassenbasiert waren und so, habe ich jetzt natürlich alle nicht angesprochen. Ja, aber grundsätzlich, es hat sich extrem viel geändert in den 2 Jahren, muss man wirklich sagen. Richtig krass. Wenn man, also war mir jetzt auch nicht mehr so bewusst, sich das nochmal alles anzugucken, ist schon echt viel. Sicherlich kann man einiges kritisieren. Ich meine, man kann immer viel kritisieren. Habe ich jetzt ja gerade auch so ein bisschen gemacht, ne? Aber ja, ist auf jeden Fall schon echt interessant, wie viel das Spiel schon hinter sich hat, wie viele Dinge sich geändert haben, wie viele Dinge dazugekommen sind. Und ja, ich hoffe, es geht auf jeden Fall so weiter. Also was ich mir vor allem wünschen würde, ist, dass der FEC nicht so viel Platz einnehmen würde. Also wir haben jetzt ja wieder 5 Monate FEC-Zeitraum und sie haben uns zwar ein Update versprochen für die erste Hälfte des 2. Halbjahres. Sind schon fast 1,5 Monate vergangen, von dem Update fehlt jede Spur. Aber ja, ich habe einfach das Gefühl, dass das Update wahrscheinlich eher kleiner ausfallen wird, eben wegen FEC. Und grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass der FEC zu prominent ist. Also ich sage nicht, dass sie keinen FEC machen sollten oder sollen. Aber ich habe das Gefühl, 5 Monate ist einfach viel zu viel, weil das heißt, du hast ein halbes Jahr diesen FEC-Zeitraum. Und ich meine, klar, selbst wenn jetzt ein Update kommt, ich meine, man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass es kein riesiges Update sein wird, wie zum Beispiel New Horizon oder das Asria-Update oder so.
Und von dem her kann man halt vielleicht argumentieren, nimmt uns denn der FEC-Server ein Update, ein großes Update, entweder früher, also dass es früher kommt, das wird dann quasi wegen FEC eher nach hinten geschoben, als dass es früher kommen würde, oder es kommt sogar ein größeres Update pro Jahr gar nicht wegen FEC, weil das halt auch so viel Zeit in so einen Anspruch nimmt für die Entwickler. Und das ist halt etwas, was ich persönlich eher negativ sehe. Ja, muss ich persönlich sagen. Also ich bin mittlerweile kein so großer FEC-Fan mehr. Genau. Und ja, auf jeden Fall sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ihr könnt mir auf jeden Fall gerne eure Lieblingsänderungen, euren Lieblingspatch, euer Lieblingsupdate in die Kommentare schreiben von Fly Universe in den letzten 2 Jahren. Und damit sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Habe ich schon gesagt, ne? Nevermind. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.